Was auf den ersten Blick aussieht wie Mandalas, sind in Wahrheit authentische Bilder vom Mond. Mit Esoterik haben die Mondkreise jedenfalls nichts zu tun. Dafür umso mehr mit dem Mondmagnetismus. Der ist längst erloschen, aber die geometrisch-geologischen Spuren sind als einzigartige Mondlandschaft der Nachwelt erhalten geblieben, konserviert seit schätzungsweise 1 bis 2 Milliarden Jahren. Ich fand die ersten konzentrischen Kreise am Südpol, in der Nähe des 3,7 Milliarden Jahre alten Shackleton-Kraters. Später entdeckte ich identische Figuren am Nordpol in der Nähe des Kraters Peary. Die Kreismuster sind schön und irritierend zugleich. Ihre geometrische Regelmäßigkeit und Ordnung inmitten der chaotischen Kraterlandschaft wirft Fragen auf. Es sind aber auch Antworten möglich, und die liegen in der Tatsache begründet, dass die Figuren nicht zufällig im äußersten Norden und äußersten Süden des Mondes auftreten. Weitere Antworten liefern reichhaltige Forschungsergebnisse rund um das Thema Mondmagnetismus. In den Zeiten des großen Bombardements, als die Mare und die Riesenkrater entstanden, wurde reichlich Material in große Höhen geschleudert. Die Gesteinsbrocken fielen auf die Oberfläche zurück. Die kleinen Partikel bildeten hingegen eine Staubwolke, die von der Gravitation kaum beeinflusst wurde. In diesem Schwebezustand konnte der hochenergetische Sonnenwind auf die Staubpartikel lange einwirken. Er trieb die Partikel vor sich her und erzeugte eine elektrische Aufladung. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, geriet der Mondstaub in den Einflussbereich der polaren Feldlinien, hervorgerufen vom sogenannten Geodynamo im Innern des Mondkerns. Wie auf einer schmalen Straße wurden die elektrisch geladenen Partikel vorzugsweise zu den Polen hin abgelenkt. Irgendwann interagierten die geladenen Partikel untereinander, zogen sich an oder stießen sich ab und formatierten sich noch im Fallen zu einem physikalisch vorgegebenen Muster. Nach der unsanften Landung wurden die Staubpartikel Teil eines kompakten geometrischen Parketts. Da sich der Prozess über Jahrmillionen hinzog, konnte sich an den Polen sehr viel Material ansammeln, sodass einzigartige Landschaften entstanden, die es in dieser Form im Sonnensystem vielleicht nur am Süd- und am Nordpol des Mondes gibt. Bei den Ablagerungen handelt es sich, wie gesagt, um Überbleibsel gewaltiger Einschläge, darunter waren mit Sicherheit auch Eiskometen, deren eishaltigen Explosionsrückstände ebenfalls von den Feldlinien zu den Polen verfrachtet wurden. Tatsächlich deuten Beobachtungen von Raumsonden auf Wasservorkommen am Südpol hin.